Alles für heute, ja? Nee. Ja. Ja? Boah. Ja. Und das Ja. meine ich. So ein Luftzieher hast du. Ja, dann siehst du sofort, dass die anderen sind alle zu und dann einer ist beschädigt. Also das sieht man dann sofort immer. Ah, das heißt, der ist in Ordnung und der ist... Der hat einen Luftzieher. Also der kommt jetzt gleich rein. Im Verkauf. Habe ich ja letzte Woche gemacht. Von daher passt das alles. Mhm. Im Winter benutzen wir den hier als Zwischenlager sozusagen, im Kühlschrank. Und im Sommer haben wir dann Grillfleisch drin. Morgen.
Ja. Das Thema, wie du meintest, Rapsöl hier. Ja, was du angesprochen hast. Ja. Ja, Ja. das enorm viel verbraucht wird. Genau. Ja. Das waren, wir sind jetzt 4, 6, 12, 15, Für wie lange reicht das? weiß nicht. Wie sind das hier? 10 Liter jeder. Ah. Das sind jetzt 30, 60, 120, 150 Liter. Dienstag waren das 200 Liter. Am Dienstag, okay. Ja, Vorgestern? Gestern. Das sind nur noch 50. Gestern. Ist schon alles wieder oben. 50 Liter? Ja, nicht verbraucht, aber schon da oben als, Ach so, als okay. Bestand. Als Bestand, okay. Das ist ein Okay. schnell weg, ja. Ein bisschen Getränke Ja, geholt gestern auch noch. Ja, ja, sehr gut. die ganze Palette gleich ist dann immer günstiger. Und hier machst du auch Party-Service. Also Party-Service. Ja, mach ich auch, ja. Ja. Genau, Party-Service, Grill oder ich mach Spanferkel, heiße Braten. Das mache ich alles. Ja. Ja, und heute Morgen bin ich schon um 4 halt zum Schlachthof nach Hamburg. Um 4? Ja. 4 Uhr fahre ich los. Bin ich um 5 Uhr da. Und jetzt, guck mal, jetzt bin ich gerade zurück. Und dann geht das weiter mit Ausladen hier und Und Party-Service nur im Norden jetzt, oder? Also, ich meine, das Gebiet. ach so, Norden? ja, hier Buxtehuder Umkreis, Buxtehude Umkreis. 50 Kilometer. Also Bis nicht Hamburg. Also bis Hamburg auf jeden Nee, Fall. nee, ne? nee, nee, nicht nördlich der Elbe. Also nach Hamburg rein ist nicht. Ah, okay. Wegen Elbtunnel. Ja, okay. Na, dann hast du da was Heißes im Wagen, Essen und dann löst die Höhenkontrolle am Elbtunnel aus, dann stehst du da und geht Okay. das nicht weiter. Ich hatte zweimal Party-Service in Hamburg, das war, einmal war dann eine Fahrraddemo, die hat die ganze Stadt lahmgelegt, dann stehst du da und musst eigentlich nur über die Straße rüber, weil da der Kunde ist. Aber dann fahren die da 30 Minuten, fahren da die Fahrräder durch, blockieren da alles. Ja, das kannst du nicht einplanen. Bei uns hier auf dem Dörpen ist das, hier findet man immer so eine Schleichwege. Das wäre eine gute Lösung, wenn man, was weiß ich, einer Selber-Anschauung oder alles so. Also ich habe nur so aus dem Kopf, ich glaube, dieser Juni wäre mal für mich dran. So habe ich angefangen. Zieh ich mir über Handschuhe an. Das wäre im Juni dran. Ich zeige dir den Zettel nachher mal. Habt ihr zufälligerweise hier die Sachen für den Urlaub geschrieben, was an der Frau war ja gestern da. Die wollte die Sachen für den Urlaub. Anfangen. Wer würde ja.
etwas vorbereiten, ja? Richtig. Und dann werden wir nochmal in eine Fritteuse reingeschmissen. alle 3 Monate, beziehungsweise dann kommt sie alle 4 Monate wieder rein. Das ist dann die 3 und 4 Mal im Jahr. Und das sind unsere Schaschlik. Das ist jetzt? Was? Schaschliks. Ach, Schaschlik. Ja, alles hausgemacht. Alles. Alles ausgemacht, alles frisch. Hausmannskost. Richtig. Sehr lecker. Kann ich empfehlen. Ja. Die lasse ich kurz abkühlen. Ist Schätzchen zusammengelegt, ne? Na, wer war das wohl? So. Nee, die können ja hier oben drauf, ne?
auch voll mit Currywurst. Ich denke 72, also heißt es Küchenwerkstatt. Okay. Umdrehen. Ja. Das Übliche. Oh, ein Zähnchen durch. Und ein Hähnchen. Die Deutschen kannst du ja nicht bezahlen. Nee? Zu teuer? Im Vergleich zu holländischen? Die Bio? Ja, also das kannst du nicht. Das will keiner bezahlen. Das ist zu teuer für die Leute. Okay. Das muss sich ja alles im Rahmen halten. Das heißt, jetzt kostet eine halbe wie viel? 25. 25. Und eine deutsche wäre, was würde ungefähr kosten? Wenn man das so hochrechnet? Bestimmt auf 8 Euro. 8 Euro. Ein halbes. Ja. Ja. Aber wenn du für den Einkauf schon mindestens das Doppelte zahlen musst, dann Dann vorbei. das ist vorbei. Im Verdienst. Der Imbiss seit, jetzt muss ich lügen, 81, 82. War ja noch so groß, so, als mein Vater den gebaut hat. Okay, also ein richtiges Familienbetrieb. Ja. Also wir haben jetzt bestimmt schon 50 Jahre haben wir den Imbiss. Ja, lange Zeit. Ja.
3 Hamburger, ein Cheeseburger. So, haben wir die. Aber ja, auch selbst die Patties. Die wird selbst gemacht, ja? Alles selbst, ja. Nee. Also eingefroren, damit es besser halt länger hält. Also. Ja. Also ich mache die frisch, die werden mal hier im Stiegellamm, als praktisch eine große Wurst. Dann werden die trockgefroren und dann säge ich die einfach. Ja. Das ist halt das Schnellste für mich. Anstatt, wenn ich die jetzt so alle einzeln formen müsste, dauert mir das zu lange. So kann ich die dann schnell sägen einfach. Ja. Ja, mit 90er Sterildarm mache ich die einfach und dann geht das ruckzuck. Ja. So. Die guten Pommeswelle. Hä? Die guten Pommeswelle wollen die Kunden lieber haben. Ah, okay, Wir okay. hatten die glatten Als die Glatten, ja? haben wir getauscht zwischendurch. Und dann sagten die Kunden, sie wollen die Welle wieder haben. Okay. Kriegt man ja alles hin. Das ist natürlich auch selbst gemacht, oder? Ja, machen wir alles selbst. Das ist meine Teller. Ja. Ja. Ja, und im Gegensatz zu anderen machen wir die Schaschliks in der Pfanne und nicht in der Soße. Ne? Die anderen schmoren ja viele die Schaschliks in Soßen oder so. Und wir machen die halt in der Pfanne und braten die richtig. Also das zum Beispiel mit der Welle, Pommeswelle, das ist so ein Ding, was die Kunden haben wollten. Und unsere Mayo, die ich schon seit 20 Jahren benutze. Wird die verfeinert, die Bolognese? Oder? Nee, kaufe ich so zu. Aber wenn ich die mal wechsle, dann gibt es sofort Mecker von den Kunden. Okay. Und Currysoße, wird verfeinert von euch? Also nach eigener Rezeptur? Oder? Nein, nein, dafür machen wir zu viel durch. Ah, Das hat auch was mit der Standzeit zu tun. Ne? Wenn man da selbst was macht, wenn das ja das MHD praktisch, ne? Kann das schneller kippen alles und das Risiko geht nicht ein. Das ist genauso wie bei den Salaten, die kaufe ich auch alle zu. was? Die Salate, die kaufe ich alle, die Salate kaufe ich zu, weil das kannst du alleine zu Hause, schaffst du die Standzeit nicht. Also Fokus wird auf Fleisch gelegt, also auf die Produktion, ja? Ja, ich bin ja Fleischermeister und von daher ist Fleisch meine Leidenschaft auch. Ja. Wie gesagt, wir haben früher in der Fleischerei haben wir noch selbst geschlachtet. Das haben wir alles noch gemacht, Rinder, Schweine. Und wie lange ist das her, dass man jetzt zuletzt gestartet hat? Das ist jetzt so circa 3 Jahre her. 3 Jahre, also vor 3 Jahren noch Ja. Rinder, Schwein, was? Ja, Rinder haben wir schon eher aufgehört, aber Schweine haben wir noch gemacht. Und dann, ja, Personalmangel, dann habe ich eingestellt, dass wir mit schlachten. Und dann sagt meine Eltern, sie sind zu alt, wollen in Rente, dann habe ich den Laden auch zugemacht. Vorne den Ladenverkauf, aber hinten produziere ich noch alles weiter. Musste ich meine EU-Zulassung ändern. Jetzt bin ich EU-zugelassener Produktionsbetrieb auch. Früher war ich EU-Schlachtbetrieb, jetzt bin ich Produktionsbetrieb. Muss ja alles seine Richtigkeit haben in Deutschland. Obwohl ich nur für Milch produziere. Ne? Du hast die Idee, ist es so. Du hast die Idee etwas komplizierter. Ja. Es wäre anders, wenn ich hier produzieren würde, hier in dem Gebäude. Dann hätte ich die ganzen Auflagen nicht so. Aber da ich jetzt im anderen Gebäude praktisch bin, an einem anderen Standort, gelten für mich die EU-Regeln. Ne? Ah, okay. Ja.
Und die kann einem das Leben ganz schön schwer machen. Lass die Beine Pommes hier, ne? Jawohl. Ohne Polizei. Ja, wir machen hier täglich von 11 bis 20 Uhr auf. 7 Tage die Woche, Jeden Tag. jeden Tag. Ja, muss laufen, ne? Die Leute haben Hunger. Oh ja. Also ich denke mal, euren Laden kennt schon jeder im Stadt, oder? Ja, also wir kennen uns, wir sind bekannt. Wir sind auch der letzte deutsche Imbiss in Buxtehude. Ja? Ja. Letzte Mal schön bist. Wahnsinn. Wir sind das fertig hier, ne? Ja, heutzutage haben die Betriebe nicht so leicht, oder? Nee, die anderen, ja, sonst hast du Asiaten, Pizza oder Döner. Aber wie gesagt, in Buxtehude selbst bin ich der Einzige. Zum nächsten deutschen Imbiss, wo du eine Currywurst kriegen kannst, musst du schon in beide Richtungen 2 Kilometer fahren. Das ist schon immer... Kommt da irgendwas drauf? Nein, nur Ketchup. Moin. Ja. Wachtelburger? Nee, das sind normale Hamburger jetzt. Normale Hamburger. Wachtelburger kann ich Ihnen gleich zeigen. Die Patties die sind größer. Das ist 180 Gramm schwer. Ich habe letztens einen Tee hier gemacht. Da hat er dieselben Kekse hier gelassen. Das ist oder? Doppelt hält besser. Ja. So, wunderbar. Dann wünsche ich guten Appetit. Schönen Tag noch. Tschüss. Wie ist das in den 80er gestartet? Also wie ist das angefangen? Den Wachtel-Imbiss hat mein Vater mit dem damaligen Besitzer von dem angebaut, von der Kneipe Wachtelburg. War das so ein Projekt. Und später hat er das dann nochmal komplett, den Anteil des Nachbarn rausgekauft.
Ja. Und heute haben wir da einen anderen Nachbarn. Obwohl, so sehe ich mehr aus wie George. Dein Vater ist auch Fleischermeister? Der ist auch Fleischermeister. In dritter Generation bin ich schon. Ja, mein Opa war schon Fleischermeister. Mein Bruder ist auch Fleischermeister. In Hamburg. Trifft ihr sie? Also seid ihr macht ihr Nee, das nee, zusammen? der ist, mein Bruder ist bei Block in der Produktion. Ah, okay. Also nicht in den Läden, sondern der ist richtig da in der Fabrikation. Fleischermeister. Ja. Hat aber auch bei uns gelernt. Das war mein erster Lehrling, mein Bruder. Okay. Und wie ist es gestartet? So als nur als Schlachterei? Die Schlachterei, ja, die hat mein Opa 1954 nach dem Krieg gebaut. Wir waren Vertriebene aus Ostpreußen. Und dann hat er 1954 die Fleischerei eröffnet, hier in Buxtehude. Ja, erst waren sie drüben im Osten und hat er auch die Grenzen zugemacht, dann sind die nur mit den Schlorren an den Füßen übers Haff rüber, so ungefähr im Westen geflohen und hat dann hier nochmal alles aufgebaut. Ne? Das heißt, die Schlachterei seit 55 und danach kam später, dann kam mein Vater, genau, und der hat dann noch den Imbiss hier zusätzlich gemacht. in den 80ern. Anfang 80er. Ja, genau. Okay. Ja, das hatte sich alles geändert. Und das war, wo wir die Fleischerei hatten, das war eine Vertriebenensiedlung. Da waren nur Flüchtlinge und Vertriebene. Ja, und deswegen passte das auch. Ne? Aber heute baut man nicht mehr in so einem Wohngebiet einen Betrieb rein. Ne? Das gibt es heute nicht mehr. War das noch irgendwie schwerer nachher mit Absatz für Schlachterei jetzt in den 80er? Oder Ja, ja? das kamen die Supermärkte auf und dann musste man sich was überlegen. Ne? Und dann hat mein Vater sich überlegt, machst einen Imbiss. Ja, baust einen Imbiss, zweites Standbein aufgebaut und ist jetzt, unser Hauptstandbein. Ne? Ich mache in der Fleischerei ja noch Partyservice, das mache ich ja auch noch Spanferkel und so. Das geht auch ganz gut eigentlich. Ich bin ja in der Fleischerei alleine, ich bin ein Einzelkämpfer. Also von daher, Allein machst du das? Oder? ja, ganz alleine. Ganz allein? Ja. Hier im Imbiss habe ich Personal und in der Fleischerei, das mache ich alles alleine. Mittwochs fahre ich immer zum Schlachthof nach Hamburg, hole meine Ware und dann wird daraus donnerstags Wurst gemacht. Wurst, Burger. Schlachterei jetzt in Großmarkthalle? Nee. Da auf dem Schlachthof in Hamburg, Lagerstraße. Da habe ich meine Lieferanten. Mattfeld, Global, gibt es einige. Bananski, Getränke und so. Metro, Selgros, Handelshof. Da muss man immer sehen, wo man ein günstiges Angebot kriegt für den Zukauf. Ne? Ja, aber wenn es hier Preisänderungen gibt, dann natürlich die Kunden immer Ja, denkt man, dass man vielleicht die Marge höher ist, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. nein, überhaupt nicht. Das ist ja in den letzten Jahren, oder mit Corona, allein die Ölpreise, ne? für Rapsöl zu frittieren, das ist ja durch die Decke gegangen. Das war vor Corona, waren 10 Liter hast für einen Zehner gekriegt, plus Mehrwertsteuer. Und dann während Corona ging das ja bis 40 € der 10 Liter hoch. Ja. Also das Vielfache. Ja. Ja. Oh. Und da wir hier locker, was verbrauchen wir in der Woche an Öl? 150 Liter Öl. Das geht schon ins Geld. Denn. Ja. Das sehen die Leute eigentlich nicht wirklich. Nee, die Kunden sehen das ja nicht. Ne? Die sagen, da läuft ja alles so weiter. Aber dass die ganzen, wie jetzt das Öl, was du nur zum Zubereiten benötigst, so teuer geworden ist, ist ja genauso wie jetzt Gas und Strom. Genau dasselbe. Das ist ja auch, das hat ja jeder gemerkt. Ja. Jeder Verbraucher, ja. Jeder Verbraucher, und das ist bei uns halt auch. Man jagt ja hier ganz schön viel Strom durch. Das ist Ja. Also Wareneinsatz, allgemein die Produktionskosten sind extrem geworden, also extrem hoch geworden, ja. Na, und so eine Maschinen, die Fritteusen, und das frisst ja alles Strom. Hier verbrauche ich locker am Tag 100 kW. Grillhähnchen, Currywurst. Ja, das gab's. Currywurst, Bratwurst, Hähnchen, Bratkartoffeln machen wir auch. Richtig frisch gekochte, also selbst gekochte, geschnippelte Pellkartoffeln.
Ja, das gab es schon immer. Schnitzel, ja, Schaschlik. Schnitzel, Schaschlik, ja, alles was an Fleisch ist, machen wir. Das ist. Und was gibt's zum Mittag? Also Mittagstisch haben wir nicht. Das haben wir mal ausprobiert. Das kam aber nicht so gut an. Das lief nicht so gut. Und wenn du dann so zu viel entsorgen musst, dann wäre es eingestellt. Wir sind halt ein bodenständiger Betrieb. Die Leute müssen satt werden, muss schmecken, muss preislich alles passen. Und das meine ich, das haut bei uns auch noch hin. Und die Verpackung jetzt, extra damit das länger hält? Das Vakuumieren, ja, klar. Ja? Okay. Ja. Ist einfach auch hygienischer, ne? Obwohl wir wirklich nur eine Woche Durchlauf haben, aber wenn du die so liegen lässt, dann trocknen die an. Dann kriegen die Trockenrand, die Wurst, und dann sieht die nicht mehr schön aus. Und so verpackt man die. Und auch so in der Gastronomie oder so, da wird viel mit Vakuum gearbeitet. Während du ja im Einzelhandel, bei Lidl oder Aldi oder so, viel Begastes hast, begaste Verpackung, ist das in der Gastronomie oder im Großhandel nicht so. Wir arbeiten mit vakuumierten. Das ist auch besser, weil wenn du jetzt begaste Produkte hast, mit Sauerstoff begast, das wird dann zäh. Ne? Und man kann eine Beschädigung der Verpackung nicht erkennen, wenn die begast ist. Ne? Bei Vakuum siehst du das sofort, das gibt einen Luftzieher, kann man sofort aussortieren. Also man vakuumiert auch für sich selbst sozusagen. Also, Ja, das ist. ja. Okay. Ja, es geht auch alles um Produktsicherheit auch. Ne? Man will die Ware nachher vor negativen Einflüssen schützen und deswegen vakuumiert man, verpackt man vor und macht Großpackungen. Ne? Das ist alles Sicherheit. Sicher, selbst wenn ich mal Personal suchen sollte, dann ist es schwierig, jemanden zu kriegen. Und wenn ich einen habe, dann bleiben die zum Glück auch lange, aber erstmal einen kriegen. Schwer, ja? Ja. Und deswegen bin ich auch ein ganz netter Chef. Ja, auch wichtig, ja. Sehr Ja. wichtig, ja. Meine Leute können sich die Arbeit frei einteilen, eigentlich. Also das können sie machen, wie sie wollen. Hauptsache es arbeiten zwei. Alles andere ist mir egal. Die können hin und her tauschen, wie sie wollen. Untereinander können sie das für sich regeln, wie sie möchten. Ja, und so, dass jeder auf seine Stunden kommt und dann ist das ganz gut, solange ich mich da nicht einmischen muss. Und das gibt auch ein gutes Arbeitsklima. Die können sich mal absprechen, wenn einer mal schnell frei haben muss, nächsten Tag oder irgendwie, dann läuft das zum Glück immer alles ganz gut. Hatte ich eine Pommes damit? So, einmal die Currywurst Pommes zum hier essen. Nimmst du Currypulver? Ja, danke. Bitte schön. So, dann habe ich bitte den Gyros-Burger, Schaschlik halbe Pommes und Bratwurst halbe Pommes. Danke. Guten Appetit. Das ist auch unseres? Also von den Jahren? Ja. Achso, Alles durch.
Ja, machen ja viele Hersteller, nur bei Currywurst gehen alle Hersteller trotzdem auf Laktose. Ja, Das heißt, okay. weil, weil man Currywurst halt in einer Fettpfanne macht oder im Fett brät, wird das mit Dextrose nicht so braun werden. Ja, deswegen bei Bratwurst, wenn du die auf dem Grill machst, da kriegst du alles schwarz oder braun. Ja, nur in der Fettpfanne wird das nicht funktionieren. Ich habe das mal probiert, zum Beispiel bei Bratwurst, mit Dextrose hier zu arbeiten. Funktioniert nicht. Und dann bin ich wieder auf Laktose gegangen. Milchzucker. Muss daran nehmen. Und ja. Soll da auch Currypulver mit drauf? Ja. So, bitteschön. Das war's, Feierabend. Dann nehmen Sie auch Currypulver? Das wäre alles? Ja. 3,50 Euro wäre das bitte. Oh, ouch. Dankeschön. Vielen Dank. So, dann sind die beiden noch fertig. Bitteschön, einen schönen Tag noch. So, das. Perfekt. Gut, danke. Jägerschnitzel? Nee, Balkan. Balkan. So, bitteschön.
Schönen Tag noch. Moin. Einmal schaffen wir halbe Portion Pommes. Warenbestand? Ja, was nachher, die Aushilfe kommt nachher und dann muss der wieder alles nach oben bringen, was fehlt. Und sind Sie lange im Betrieb tätig? Wie alleine, wie meinst du das jetzt? Nee, lange. Lange? So lange, genau. Oh ja, ich glaube, ich bin schon 20 Jahre hier. Oder 20 Jahre? Hab schon nicht mehr gezählt. Ich gehöre schon hier mit zum Inventar. Zeig. Einmal? Okay, mach ich fertig. Mario gleich drauf, ne? Ja. Beim Steak, wenn du ein Steak brätst, ne, ist das ja, da hältst du die Hände, wenn du die so hältst, Ja. dann fühlst du hier. Und das ist weich. Und das ist, wenn das roh ist. Wenn du dann in die Mitte gehst, dann ist es ein bisschen härter, das ist Medium. Und wenn du da anfasst, ist das well done. Da fühlst du dann. Und wenn du aufs Fleisch drauf drückst mit dem Daumen, dann spürst du wie die Stärke da dran und wie weich das noch ist. Und dann weißt du genau, ob er durch ist oder nicht. Da braucht man nichts anschneiden, da braucht man nicht reinpieksen, da braucht man keine Grate nehmen oder sowas. Sondern das ist einfach, das spürst du dann. Ja, das weißt du als Koch. Koch. Ja, das Ja. lernt man so. Ja. Und das ist sehr einfach. Und wo warst du so alles tätig? Ausland. Ich habe ganz viel im Ausland gearbeitet. Ausland? Ja. In England habe ich viel gearbeitet, in Spanien war ich selbstständig. Und dann hier in Deutschland habe ich große Küchen gearbeitet, also große Restaurants. Großküchen habe ich nie gemacht. War selbstständig gewesen. Eine Bäckerei gehabt, ich habe im Casino gearbeitet. Ich habe im 10 besten Restaurant von der Costa Blanca gearbeitet. Da war ich zweiter Koch gewesen, da habe ich eine andere Küche übernommen, da war ich Chefkoch gewesen und so weiter. Ist das lange her, dass du zurück bist jetzt nach Deutschland? 15 Jahre jetzt. Aus Spanien jetzt oder aus England? Aus Spanien. Aus Ich war Spanien? erst England, und dann war ich Spanien und dann... Was sind das für Gründe? Also, Spanien ist ganz klar die Wirtschaftskrise gewesen. Da hast du kein Geld mehr verdient. Du hast Ja? halt gleich einen Umsatz gehabt, aber hast nichts mit nach Hause gebracht, weil der Staat ja alles wegnimmt. Da ist die Mehrwertsteuer gleich auf 24% hochgegangen und da zahlt sie dann nur noch für Umkosten praktisch. Und in England bin ich weggegangen, weil in Spanien hatten sich, wo ich hingezogen bin, haben sich da viele Türen aufgemacht, dass man sich selbstständig machen konnte, wenn man Erfahrung hat. Aber nicht wie bei Goodbye Deutschland. So ist das nicht. Also so blöd war ich nicht. Ich habe schon Erfahrung gehabt und so und wusste auch, worauf ich mich einlasse. ja, toll. Und ja, und dann, wie gesagt, dann bin ich hier gelandet. Das heißt, du sprichst Englisch und Spanisch? Na, Spanisch weniger jetzt. Englisch bin ich fließend. Aber meine Frau ist auch Engländerin.
Und Aber ihr seid dann hier zu zweit hin. nee, wir haben noch Kinder, ne? Unsere Kinder sprechen auch fließend Englisch. Also wir sprechen zu Hause auch nur Englisch. Ja? Ja. Obwohl es war am Anfang schwer gewesen, weil ich der Einzige war, der Deutsch konnte, wo wir zurückgekommen sind. Und dann habe ich natürlich mehr aufs Deutsche mit den Kindern konzentriert, damit die das auch lernen. Ne? Ist ja auch logisch. Also die können jetzt Ja, und Spanisch ist schwer zu lernen, wenn du da, wo wir gearbeitet hatten, das ist natürlich eine Urlaubssiedlung gewesen. Da hast du mehr den Einfluss von den Engländern, Iren, Holländern, Deutschen und so weiter. Und dann haben wir aber in den Bergen gewohnt unter den Spaniern und da haben wir dann natürlich dann auch richtig Spanisch gelernt. Bloß wie gesagt, hier spreche ich noch immer Englisch, mit wem kann ich hier Spanisch sprechen? Ne? Also, Ja, que pasa? ja, que pasa? Que pongo? Ja, ich habe auch Spanisch gelernt, aber längst vergessen. Das Ja, das meine ich, hier ist keine Möglichkeit. Und dann ist das ja auch so irgendwie, wenn man andere Sprachen spricht und wenn du dann mit Leuten, die das wirklich aus dem Land kommen, dann wird man eh schüchtern und so, ne? ja, Das ist dann einfacher, automatisch. ja, das spielt dann in der Kopf eine ganz große Sache mit, ne? Das heißt, ihr seid jetzt nach England, Spanien zusammen als Familie? Ja, als Familie sind wir Ja, hingezogen, ja. zu fünft. 3 Kinder, bin auch schon Opa. Und nee, aber die Kinder, denen geht es allen gut hier, die sind alle glücklich hier. Die wollen nicht nach England, oder? Nee, doch vielleicht wollen sie das ausnutzen, wegen Oma und Opa wohnen drüben in England, ne? Dass sie dann irgendwann... Also Wo da? Südengland. Das ist unten bei Bournemouth, Southampton, die Ecke. Wie geht's denen jetzt wirtschaftlich, England? Die haben viel kaputt gemacht durch den Brexit, ne? Die haben das ganze Geld, die ganze Administration haben sie bezahlt und danach haben sie ganz viele Sachen vernachlässigt. Das Gesundheitssystem, das Straßentrittsystem und sowas alles. Das wurde alles vernachlässigt. Aber die haben, das war auch in meiner Zeit gewesen, die haben sich sehr starke Goldreserven aufgebaut und sowas. Also die sind unabhängiger von anderen Ländern als wir sind, als Europa jetzt. Verstehe. Hier geht es eigentlich ja, wie in jedem Land, ne? Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben arm. So ungefähr. Ach sicher, das meiste ist ja Curry Pommes, das ist so Standard. Ja, das ist die Highlight, ja. Also, weil es meistens gekauft wird, ja? Ja. Euer Essen ist fertig. Eure Getränke stehen auch noch da. Soll man Dankeschön. Currypulver mit auf die Würste? Oh ja, bitte. Nimmst du schon mal? Ja. Vorsicht, ist schwer. Reiche ich dir mal rüber. Das Dankeschön. Ist bitte schön, und das fällt auch noch. Jo. Das nehme ich gleich. So, deine halben Riedchen, das nachgewürzt ist mit dem Kreuzchen, ja? Das ist nachgewürzt. Das ist nachgewürzt. Alles klar, Bitteschön. Dankeschön, Dankeschön. Schönen Tag dir noch. Zeit für Ja, nächste Woche. okay. Tschüss, schönen Feierabend. Tschüss. Wenn's Tschüss, soweit tschüss. ist. Guten Hunger.
immer so laut, die Abzugshaube. Hä? Nicht so laut, die Abzugshaube, wenn du da direkt unterstehst. Nee, Bauernfrühstück haben wir heute noch nicht gehabt. So, Herr Krumm. Herr Krumm? Ja. Bitte schön, guten Appetit. Das wird dann auch meistens mit Bratkartoffeln serviert. Zweimal umdrehen. Ja, manchmal muss man das, wenn das noch nicht so ein bisschen fest genug ist, dass das vernünftig auf dem Teller nachher nicht und aussieht. Hallo. So, und einmal das Jäger. Guten Appetit. Nein, komm noch Nachtisch.
halbes Hähnchen und Seelachsfilet bitte. Danke. Zwei Pakete Currywurst? Ein Paket. Und ein Paket. Oh, das schmeckt auch. Also Jeweils. englische und deutsche ist sehr ähnlich. Ja? Die englische ist ja zwar verpönt, aber vom Prinzip her, wenn du Sonntagsessen vergleichst, ist es das gleiche: Kartoffeln, Gemüse, Fleisch und eine Soße. Und spanische Esskultur ist total anders. Das ist eben viel auf Reis aufgebaut, viel mit Tomaten. Das Essen selber, die Kultur ist, die Leute essen mehr zusammen als alleine. Das fängt ja mit der Paella schon an, dass du eine große Pfanne hast und es wird eigentlich aus der Pfanne heraus gegessen. Das heißt, du sitzt mit 6 Leuten am Tisch und alle essen aus dem gleichen Topf. Und was in Deutschland eigentlich ja, so gut wie nicht möglich ist. Ne? Aber Englisch und Deutsch ist sehr ähnlich. Klar, die haben ihren Fish and Chips, ne? Aber Ja. findest du ja teils auch. Ne? Deutschland hat ja Currywurst. Ja, wir haben Currywurst. Ne? Nee, das ist sehr ähnlich eigentlich, die Produkte. Wie gesagt, ich habe damals ja auch in England gelernt. Und wo ich das Leuten erzählt habe, so bei Vorstellungsgesprächen, waren gleich alle, oh, in England und so weiter. Ne? Aber nee, das ist das Gleiche. Das ist kein Unterschied. Na klar, das Frühstück, ne? English Breakfast ist natürlich. Aber wer das mal gegessen hat und gut gegessen hat, der weiß das auch wertzuschätzen. Ei mit Bacon? Bacon, Ei, dann gibt es, das heißt das Kartoffelecken, Pilze, Tomaten, Baked Beans, Toast und Spiegelei.